Diese Spielplatte entstand aus einem herrlichen Missverständnis. Mit dem Phil von den Dysonauts hatte ich nämlich aus meiner Sicht ausgemacht, im Anschluss ans Sommerfest 2024 der Tabletop-Freibeuter eine gemütliche Runde Trench Crusade zu zocken. Dafür wollte ich dann noch passendes Gelände bauen. Phil hatte allerdings geplant, den ganzen Tag lang Demos zu Trench Crusade zu geben und dafür auch mein Gelände auf einer Spielmatte zu nutzen. Tja, und als wir dieses Missverständnis geklärt hatten, musste natürlich auch noch ganz schnell eine passende 3D Trench Crusade Spielplatte her. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Die Zielsetzung bei diesem Projekt war also klar. Die Spielplatte sollte zu meinem bereits vorhandenen Trench Crusade Gelände passen und möglichst schnell fertig werden. Und natürlich sollte sie auch ein klein wenig modular sein, um beim Spielen zumindest zwei verschiedene Grundrisse zur Auswahl zu haben. Als Untergrund habe ich mir daher zunächst zwei Rahmen von 91,5 cm x 45,8 cm gebaut, die zusammengestellt eine Fläche von 91,5 x 91,5 cm bzw. 36 x 36 Zoll ergeben. Verwendet habe ich 5 mm dicke MDF-Platten und Eckleisten von 2 x 2 cm. Wie man solche Spielplattenrahmen baut, erkläre ich im oben verlinkten Video und natürlich auch im TWS-Buch Spielplatten. Für einen Höhenunterschied auf der Platte kaufte ich im Baumarkt außerdem noch eine 5 cm dicke Styroporplatte. Denn mein Trench Crusade Gelände ist ja ebenfalls 5 cm hoch. Statt aber mit der Styroporplatte im rechten Winkel zu arbeiten, habe ich mich für eine schräge Anordnung entschieden. Denn abseits von Turnieren finde ich gleichmäßig bzw. symmetrische Spielplattengrundrisse mittlerweile ziemlich langweilig. Daher habe ich auf jedem Rahmen an den kurzen Seiten 15 cm und 25 cm abgemessen, die Umrisse auf die Styroporplatte übertragen und dann per Heißdrahtschneider zwei passende Styroporerhöhungen zugeschnitten. Der lange Längsschnitt erfolgte übrigens bei niedriger Temperatur und Freihand und war daher etwas wellig. Daher habe ich anschließend von den welligen Schnittseiten noch eine 5 mm dünne Schicht abgeschnitten, um so die Seiten nahezu gerade zu bekommen. Auch die kurzen Seiten der Styroporplatten habe ich jeweils noch um 5 mm gekürzt, da ich alle Außenseiten mit 5 mm MDF stabil verkleiden wollte. Dafür habe ich mir im Baumarkt ebenfalls 5 mm dickes MDF zuschneiden lassen. Da mein Baumarkt beim Zusägen allerdings ein Mindestmaß von 10 cm hat, habe ich 10,2 cm als Maß gewählt, um zu Hause nochmal selbst die Säge anzusetzen. Durch den Verschnitt beim Sägen ergibt sich letztlich 5 cm pro Bauteil. Die Markierungen zeigen übrigens, welche Kanten ich gesägt habe und später nach oben zeigen sollen. Denn oben muss es ja nicht hundertprozentig gerade sein. Als Halterung und Winkel für die Verkleidung verwende ich Reste der 2 x 2 cm Eckleisten. Für die späteren Schrauben habe ich die Leistenreste schon mal vorgebohrt. Nach dem Aufkleben aufs MDF habe ich die Umrisse auf die Styroporbauteile übertragen und dann alle Überstände per Heißdrahtschneider und Cuttermesser herausgeschnitten. Apropos herausschneiden, auf jedem Styroporbauteil habe ich dann noch 3 Treppenbereiche markiert, herausgeschnitten, genau in der Mitte halbiert und als Treppen wieder angeklebt. Danach sahen die beiden Styroporbauteile inklusive Treppen so aus. Der Rest war dann fast so wie beim Bemalen meiner modularen Schützengräben für Trench Crusade, allerdings mit ein paar kleinen Abweichungen. Zunächst habe ich wie gehabt die jeweils lange Seite der beiden Styroporbauteile mit Kork, Wellpappe und ganz viel Balsaholz verkleidet. Nach dem Trocknen habe ich alles nochmal kräftig per Drahtbürste bzw. in meinem Fall mit einer Feilenbürste aufgeraut und verwittert. Erst danach habe ich dieses Mal die Brettchen auf den Oberseiten angeklebt, um diese vorher nicht ungewollt zu beschädigen. Als nächstes habe ich die MDF-Verkleidung an den langen Seiten bündig an beide Rahmen geschraubt. Denn so konnte ich die Umrisse der Styroporelemente auf die MDF-Platten übertragen, nachzeichnen und mit Malerklebeband abkleben. Denn genau wie bei den Segmenten für meinen modularen Schützengraben sollten die geplanten Bodenflächen einige Balsaholzbrettchen und Steinchen enthalten und auch wieder in Blumenerde gedrückt werden. Der Unterschied zwischen Blumenerde aufstreuen und in Blumenerde hineindrücken ist nämlich durchaus auffällig.
Dafür musste ich jedoch in Etappen arbeiten und zuerst die tiefer liegenden Flächen auf dem MDF gestalten. Auf meinem Balkon habe ich dazu ausreichend grob gesiebte Blumenerde auf einer Wachstischdecke ausgebreitet. Manche Stellen musste ich zwar mehrmals in die Blumenerde drücken, aber insgesamt klappte das alles sehr gut. Auch das anschließende Entfernen des Malerklebebandes. Nach dem Trocknen folgte das Anbringen der seitlichen MDF-Verkleidung, um dann die Styropor-Elemente festzukleben. Wie üblich habe ich dafür die Styropor-Unterseiten mit Holzleim für dauerhaften Halt eingestrichen, während ich auf das MDF ein paar Heißkleberkleckse fürs schnelle Fixieren gab. Danach hatte ich mit Spachtelmasse noch kurz die Übergänge geglättet und kleine Lücken aufgefüllt. Anschließend erfolgte das Gestalten der Styropor-Oberseiten und Verblenden an den unteren Mauerkanten. Wichtig dabei war, den Leim mit einem feuchten Pinsel auf den bereits besandeten Flächen dünn auszufächern, damit der neue Sand keine Wölbung bilden konnte. Der Rest entsprach der Bemalung meines Trench Crusade Geländes. Zunächst sorgte ich mit einer feinen Strukturpaste noch für weichere Übergänge. Dann trug ich eine Grundfarbe aus 2 Teilen Erdbraun, einem Teil Schiefergrau und einem Teil Schwarz plus viel Holzleim und etwas Wasser auf. Nach dem Trocknen nebelte ich alles von schräg oben mit hellgrau ein, um dann einzelne Details ganz grob mit puren Acrylfarben und Washes oder Contrastfarben zu bemalen. Anschließend dunkelte ich alles großflächig mit einem Sepia-Wash ab, um nach dem Trocknen die Spielplatte mit verschiedenen Braun- und Grautönen trocken zu bürsten. Das Geländetutorial mit allen ausführlichen Bemalschritten habe ich euch oben und in der Videobeschreibung verlinkt. Damit war die Platte dann auch schon spielbereit und auf dem Sommerfest 2024 der Tabletop-Freibeuter könnt ihr nun gerne auch darauf eine Partie Trench Crusade spielen. Noch ein Tipp übrigens für alle, die Spielplatte und Gelände nachbauen und alles so akkurat wie möglich haben möchten. Denn durch den gestalteten Boden auf der tieferen Ebene entsteht ein ca. 2 mm Höhenunterschied zwischen der höheren Ebene und dem modularen Gelände. Wen diese leichte Abweichung stört, braucht vor dem Besanden des Styropors einfach nur 2 mm dünne Pappe oder Karton aufs Styropor kleben. Mich persönlich stört's aber nicht, denn kaum ein Schützengraben dürfte wohl je mit einer Wasserwaage gebaut worden sein. Übrigens plane ich noch mindestens ein Tutorial mit einigen Upgrades und weiterem Trench Crusade Gelände. Aber erstmal sehen wir uns nächsten Freitag. Bis dann!